Und dann bend the knees and come down into Child Pose. Komm runter zur Child. Und nimm mal die linke Hand auf die rechte. So left hand on the right. And you just stretch back. Just a little bit diagonal. So the hands are like this, so you pull back. Genau. And then bring the left hand to left side. Nimm die rechte Hand auf die linke und zieh dich so wieder zurück. Einfach zur Child. Genau. So feel into your shoulders, open up your shoulders, widen them and breathe. Und dann schieb dich wieder nach oben, Adha Mukha. Schau nach vorne zwischen die Hände, lauf zwischen die Hände. Ardha Uttanasana. Uttanasana Fold, atme ein, roll dich hoch, Urdhva Hastasana. Die Hände vor der Brust tief, lange Wirbelsäule. Fold down and inhale, roll up and maybe bend the knees. Now just going to move the camera again so that you see me all the time. Just come down and do it a couple times. Up and down. Genau, so. Ich nehme euch noch ein bisschen weiter hinten. Ich glaube, dann sollte man das alles ein bisschen besser sehen. Und dafür hat es jetzt wieder Tisch im Weg. Just keep on moving, keep on moving. So. Genau. Wunderbar. Und dann kommt tief. Just come all the way down, bend the knees. Place the hands down and come into plank pose. Genau. Nice long back. Open up the shoulders, lengthen your spine and draw your belly in. Und wenn es dir zu viel ist, dann nimm die Knie tief. Just take the knees down if it's too much. Otherwise, just stay. Genau. Atme. Und zieh dich mehr und mehr in die Länge. Press den Boden richtig weg von dir mit den Füßen, mit den Händen. Und dann zieh die Ellbogen nach hinten und schieb dich hoch zu Urdhva Mukha. And if Urdhva Mukha is too much, Flying Cobra, just come down into Flying Cobra. Genau. Und schieb dich zurück. Nimm das rechte Bein hoch. Bring die linke Ferse tief. Oh, and I forgot I'm the other way around. So if you want to take the left leg up and press the right heel down, just find your own way and open up the shoulders, widen your shoulders and let your head hang. And as you exhale, draw the knee to your forehead. Zieh das Knie nach vorne, mach dich ganz rund. Und lass die Schultern breit. Atme ein, schieb das Bein nach oben. Atme aus, stell den Fuß ab. Einatmen, anderes Bein. Nimm jetzt das rechte Bein, press die linke Ferse tief. Und schau mal, dass du die Schultern richtig breit machst. Ganz weit öffnest. Und den Kopf einfach hängen lassen. Und vielleicht kannst du das rechte Bein noch weiter nach oben schieben. Ausatmen, zieh das Knie zur Stirn. Just pull the knee to your forehead, round your spine, draw your belly in. Und dann schieb es wieder zurück hoch. Atme aus, stell den Fuß ab. Lange Wirbelsäule, öffne die Schultern. Und atme aus, nimm die Knie zum Boden. Setz dich auf die Fersen. Und beweg die Handgelenke. Just move the wrists. Maybe also shake them out, that's actually the fastest. And then interlace the fingers in the other direction, so dass der andere Mittelfinger und der andere Zeigefinger oben ist. Und dann nochmals kreisen. Genau, bereite die Handgelenke vor auf das, was kommt. Und denke daran, immer wenn die Handgelenke schmerzen, hör auf, schüttle sie aus und mach dann wieder weiter. Schieb dich zurück zu Ardha Mukha Svanasana. Nimm jetzt das rechte Bein hoch.
Atme aus, stell den Fuß zwischen die Hände. Und wie immer, wenn der Fuß nicht weit genug vorne landet, schiebe ihn nach vorne. Nimm das rechte Knie zum Boden, nimm die Hände auf den Oberschenkel und schiebe ihn etwas nach vorne. Und du könntest jetzt auch einfach die Matte falten, if the knee is sensitive, just fold the mat. Genau. Und jetzt nimm mal die Arme nach oben und zieh die Schultern nach unten. Lange Wirbelsäule. Stell den hinteren Fuß auf, streck das hintere Bein aus. Schiebe jetzt die linke Hüfte etwas mehr nach vorne, sodass die Hüfte wirklich parallel ist. Und gleichzeitig zieh die Schultern tief. Nimm den rechten Arm auf den rechten Oberschenkel, dreh den hinteren Fuß 90 Grad auf, öffne. Genau. Und du weißt, du kannst die Hand immer tief nehmen. Wenn du sagst, du brauchst mehr Dehnung, ziehst du die Schultern auseinander, nimmst die Hand auf den Boden. Wenn es sich nicht gut anfühlt in der Schulter oben, dann nimmst du den Ellbogen auf den Oberschenkel. Genau. Und jetzt komm mal hoch zu Krieger 2 und nimm die Schultern tief und streck die Arme aus. Und auch schauen, dass der hintere Arm oben ist. Oft ist er hier unten, so you don't want to lower down the back arm. And also check your big foot. You should always be able to see your big toe. So the knee, you push it out. And inhale, stretch out the front knee. And I just push the sit bones back, or actually the tail, and lengthen for Utthita Trikonasana. Und zieh dich hier in die Länge. And you want to press the feet down into the floor, actually just ground them really, and then pull the kneecaps up and lengthen your spine and open up the shoulder. Und auch wirklich reinspüren. Vielleicht fühlt es sich hier oben besser an. Dann gehst du weiter nach oben. Wenn du sagst, da kriege ich die Länge rein, da kann ich die Schultern öffnen, dann geh weiter nach oben. Und wenn es sich gut anfühlt, hier unten zu sein, bleib hier unten. Genau. Now bend the knee again. Wrap the arm around your spine and open up. Just twist open towards the ceiling. Die Brust Richtung Decke öffnen, lange Wirbelsäule und mit dem rechten Arm das Knie etwas nach außen schieben. Und die Außenkante des hinteren Fußes lässt du ganz fest in den Boden gepresst. Genau, atme. Und jetzt atme ein, komm hoch, nochmals Krieger 2. Und schau, dass du nicht hier vorne hängst. You want to be in an upright position. And then stretch out the front knee. Hips to the side, lengthen. Utthita Trikonasana. One more deep in-breath. And as you exhale, bend the front knee. Bring the left hand down as well. Turn the back foot. Und entweder bleibst du hier oder du läufst die Hände mehr nach vorne. Ziehst dich ganz lang und noch länger. Und noch länger. Und dann nimm das linke Knie zum Boden. Just bring the left knee down. And either you stay in the stretch with the hands in front, or you bring the hands back. Und hier, wir haben das jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Wenn du nicht genügend Platz hast, die Ellbogen auf den Boden zu nehmen, dann könntest du die Ellbogen auf Blöcke nehmen oder den Fuß mehr zur Seite laufen oder auch die Zehen nach außen drehen. Genau. Lass den Kopf einfach hängen und atme in den Bauch rein, in die Brust rein, in den Rücken rein. Genau. Und dann lauf die Hände zurück. Stell den hinteren Fuß auf und schwing das rechte Bein zurück hoch. Stell den Fuß ab. Adho Mukha Svanasana. Inhale into plank pose.
Draw the elbows back, Chaturanga Dandasana. Feel free to take the knees down. And Urdhva Mukha or Bhujangasana. Kleine oder liegende Cobra. Schieb dich zurück, Adho Mukha Svanasana. Nimm jetzt das andere Bein, nimm das rechte Bein hoch. Das linke Bein für dich, Entschuldigung. Ausatmen, mach einen großen Schritt nach vorne. Wieder, der Fuß ist unter dem Kniegelenk. Nimm das rechte Knie tief. Atme ein. Atme aus in die Hände tief. Schieb das Knie nach vorne. Und lass dich richtig reinsinken. Gleichzeitig willst du die Hüfte parallel lassen. Das heißt, du ziehst die linke Hüfte zurück, schiebst die rechte Hüfte etwas mehr nach vorne. Stell dann den hinteren Fuß auf, just tuck the back foot, arms up. Draw the shoulders down and lengthen the back leg. Genau. Asta Chandrasana, High Lunge. Now bring the left elbow down. Open up to the right side. And I'm just going to twist so that I see that I'm still in the picture. Genau. Wenn du magst, zieh den Arm über das Ohr. Also hier, gerade wenn du viel Yoga machst, hast du ja deine Varianten. Und auch wenn du erst ganz am Anfang bist, probier die Stellungen aus. Und spür für dich rein, was sich gut anfühlt. Komm hoch zu Krieger 2. Du sollst immer darauf schauen, dass das Knie nicht nach innen geht. Aber das solltest du auch spüren, dass sich das nicht gut anfühlt. Sondern wirklich nach außen schieben, Außenkante des hinteren Fußes ganz fest auf den Boden lassen, Schultern tief und Energie bis in die Fingerspitzen rein. Wunderbar, atme ein, strecke das vordere Bein. Und dann push the hips back towards the right heel, lengthen, 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 open up. Und zieh dich mehr in die Länge. Genau, and you want to open up the shoulders and you want to lengthen the spine und die Kniescheiben nach oben ziehen und die Füße ganz fest in den Boden schieben. Und atme tief in den ganzen Körper rein, bis runter in die Zehenspitzen. Beuge das vordere Knie, Parshvakonasana. And now either hand down or hand on the knee and just wrap the arm around your spine. Genau. Und du probierst aus, was fühlt sich gut an. Du kannst die Hand auch hier unten auf einen Block nehmen. Wie fühlt sich deine Schulter an? Kannst du die Schulter mehr öffnen, wenn du weiter nach oben gehst? Kannst du die Wirbelsäule mehr strecken, wenn du weiter nach oben gehst? Und einfach auf solche Sachen wirklich achten. Wunderbar. Gut. Dann streck den Arm wieder aus. Und come up into Virabhadrasana 2. Lower down the shoulders. Stretch out the front knee. Genau. Schieb das Becken zur Seite. Und komm noch einmal zu Uddita Trikonasana. Streck dich richtig lang aus. Und dann beugst du das vordere Knie. Nimmst die rechte Hand tief, drehst den hinteren Fuß gerade auf. Genau. Und lauf mal die Hände weiter nach vorne. Just walk the hands to the front. And if you can, keep the hands on the fingertips. Und jetzt wieder in den ganzen Körper reinatmen. Nimm das rechte Knie zum Boden. Lass die Arme vorne. If it feels good for your back, keep the hands in front. If not, walk the hands back. Und wieder, wenn die Ellbogen nicht auf den Boden kommen, use the blocks. Or walk the foot to the side. Und entspann dich in diese Stellung rein. Just relax into that asana, into that pose. Gut. Und dann stellst du die Hände wieder auf und schwingst das Bein zurück. Stellst den Fuß ab. Kommst in ein Brett.
into plank pose, open up the shoulders, draw your belly in. Lower down your butt, but don't hang in here, just one straight plank. Zieh die Ellbogen nach hinten und bleib. Wenn es zu viel ist, nimm die Knie zum Boden. Und dann schieb dich nach oben. Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana. Und dann nimm die Knie zum Boden. Schieb dich zurück zur Child Pose. Bring the arms back. Nimm 3 ganz tiefe Atemzüge. Just stay in Child and breathe. Genau, mal schauen, ob hier alles gut ist. Gut, wunderbar. Und atme. Und dann stretch out the arms. Nimm sie wieder nach vorne, mach die Wirbelsäule lang, stell die Füße auf. Schieb dich hoch zur Adho Mukha Svanasana. Downward Facing Dog. Genau. Zwing das linke Bein nach oben. Schwing den Fuß nach vorne. Und dreh beide Füße zu mir weit, alle 10 Zehen. Und beweg dich von rechts nach links. Die Füße bleiben parallel, um anzufangen. Und schau, dass die Füße auch auf einer Linie sind. So you want to keep the feet on one line. And if you want to go slower, go slower. And if you want to stay at one point and stretch out the arms, do so. Und dann vielleicht auch mal zur anderen Seite, aber wenn du dich lieber weiter bewegen magst, dann beweg dich weiter. Genau, also ich weiß nicht, was heute los ist. Zuerst Telefon, dann die Leute. Heute wollen alle etwas von mir. Und dann komm zurück in die Mitte. Und nimm mal die Hände auf die Außenseite der Knöchel. Und zieh den Oberkörper tief. And you want to turn the heels out. And just lower down. Maybe head touches the floor, maybe not. It's not important. Open up the shoulders. Mach mal die Schultern ganz breit hier. Und atme. Und dann lauf die Hände wieder nach vorne und streck dich hier aus. Press beide Füße ganz fest in den Boden. Lass den Kopf hängen. Wunderbar. Und dann nimm die Hände zurück. Beuge das rechte Bein. Und jetzt flex mal den linken Fuß und setz dich auf die Ferse und streck dich so aus. Und dann wechsle die Seite. Du setzt dich auf die Ferse. You want to sit on the heel. The other foot is flexed. And you twist open towards the ceiling and open up the shoulders. And now move to the side. If you need to touch the floor, touch the floor. If you can take the hands away, take the hands away. Genau. Und jetzt komm einfach nur noch von rechts nach links. So if you fall down, it doesn't matter because you should be very close to the floor. Genau. Und wechseln. Und wechseln. Und dann komm noch einmal in die Mitte, streck dich aus, Fersen nach außen, lass den Kopf hängen. Wenn du magst, löst du die Hände zwischen den Beinen hindurch. So again, find your option. Maybe you have the hands down on the floor, maybe you have them next to your ankles, or you just walk the hands back. Nimm noch einen tiefen Atemzug. Und dann rollst du dich wieder hoch. Streck dich aus.
Nimm die Arme zur Seite. Dreh den vorderen Fuß nach vorne. Beuge das Knie, nimm beide Hände tief. Und schwing den linken Fuß zurück hoch. Stell den Fuß auf den Boden. Atme ein, Urdhva Mukha directly, upward facing dog. Push back into Adho Mukha. Spread the fingers, keep the shoulders open, let the hair hang. Inhale, Urdhva Mukha. Und jetzt zieh mal die Ellbogen zurück. Chaturanga Dandasana. Komm nach oben, Urdhva Mukha. Spreize die Finger, bring ganz viel Kraft in die Finger rein. Schieb die zurück, Adho Mukha. And again, inhale. Urdhva. Chaturanga Dandasana. And now if you still have some energy, take one leg up. Bring it down. Use the other foot. Open up the shoulders. Nimm den Fuß tief. Schieb die hoch. Adho Mukha. Einatmen. Nimm das linke Bein hoch. Ausatmen. Schritt nach vorne. Einatmen. Asta Chandrasana. Ausatmen, nimm die Hände tief, bring das rechte Bein hoch. Standing Split. Einfach mal nach oben arbeiten, lass den Kopf hängen. And if you like, take the left hand away from the floor, grab your left calf and just pull yourself further down. Und das rechte Bein mehr nach oben. Und jetzt stell den rechten Fuß neben den linken, Uttanasana. Grab your elbows. Nimm deine Ellbogen in die Hände. Und werde richtig lang hier. And if it feels better to move, just move a little bit. Oder auf die Beine leicht beugen. Und die Schultern bewegen und den Rücken länger werden lassen. Relax your toes. And then bend the knees, roll up. Urdhva Hastasana. Streck dich aus. Nimm das linke Knie. Nimm es nach oben, öffne die Brust, öffne die Schulter, lange Wirbelsäule. Kannst den Fuß auch mal kurz kreisen. But just if you like, circle the foot. And then just push back into Virabhadrasana 3, Krieger 3. Einfach den Fuß zurücknehmen und werde richtig lang hier. Eine Linie, schau zum Boden, zieh den Nacken lang. If it's too hard, bend the standing knee. And then everyone bend the standing knee and make a big step back into high lunge. Ausatmen. Und das Knie tief. Und schieb das andere Bein wieder etwas nach vorne. Genau, und ich drehe mich um, damit ihr es besser seht. Und wieder, wenn das Knie sensibel ist, einfach Matte falten. Und du kannst hier bleiben oder das Bein anwinkeln. Schau mal, ob das geht für dich. Du kannst die andere Hand wegnehmen. And if you're really flexible, you can pull the heel closer towards your butt. Und dann den Fuß in den Ellbogen nehmen. Und vielleicht, wenn du magst, die Hände ineinander nehmen. Du gehst einfach wieder so weit, wie es sich für dich gut anfühlt. Und dann lass los. Genau. Nicht spickeln. Einatmen. Atme aus in die Hände tief. Schwing das rechte Bein zurück. Stell den Fuß ab. Inhale, Urdhva Mukha, upward facing dog. Chaturanga Dandasana. Left leg up. Bring it down.
Right leg up. Keep the shoulders open. Push back up. Ardha Mukha Svanasana. Nimm jetzt das rechte Bein hoch, atme ein. Atme aus, stell den Fuß zwischen die Hände. Die Arme über die Seite nach oben. Asta Chandrasana. In die Hände tief. Schwing das linke Bein nach oben, Standing Split. Entweder einfach hier bleiben, du könntest auch, wenn du nicht zum Boden kommst, Hände auf die Blöcke nehmen oder das Standbein leicht anwinkeln. Und dann wieder rechte Hand an die rechte Wade und dann kannst du den Oberkörper tiefer ziehen und das linke Bein mehr nach oben schieben. Und dann nimm beide Hände auf den Boden. Bring den linken Fuß tief. Beuge die Knie, roll dich hoch, Urdhva Hastasana. Inhale. Streck dich hier mal richtig lang aus. Press die Füße in den Boden, entspann die Zehen, just relax your toes as well. And then bring the right knee up. Open up the shoulders, lengthen your spine, draw your belly in. And just circle the front foot. Genau. Und jetzt schiebst du das Bein wieder zurück zu Kriya 3, Virabhadrasana 3. And you want to level the shoulders, you want to level the hips. So square the shoulders, square the hips. Open up the shoulders like you spread your wings. Genau. Und dann beugst du das Knie und machst einen großen Schritt zurück. Asta Chandrasana. Nimmst die Hände tief. Nimmst das hintere Knie tief. Und einfach mal bleiben. Entspann dich auch hier wieder in diese Stellung rein. Einfach reinsinken lassen. Und dann wieder, wenn du mehr magst, wenn dein Körper mehr will, nicht dein Kopf, dann winkle das Bein an, nimm den Fuß in die Hand. Und vielleicht bleibst du hier. Und vielleicht kannst du den Fuß noch näher zu dir hinziehen. Und dann eventuell den Fuß in den Ellbogen gleiten lassen. Und beide Hände ineinander nehmen. Und atme. Most important is the breath. If you can't breathe anymore, you need to change something. So relax. Und den Fuß tief. Atme ein. Atme aus. Schwing den vorderen Fuß zurück hoch. Und den Fuß tief. Zieh die Schultern über die Hände into plank pose. Turn the heels to one side so that you can see me. Bring the other hand up. Vashisthasana. Wieder, wenn das nicht geht, du kannst immer das untere Knie auf den Boden nehmen. That would be an option. And then just lift the top leg up. Bend the knee. And step it behind you. And the front leg, you keep it straight. Und einfach in eine Rückbeuge kommen. So weit, wie es sich für dich gut anfühlt. Strong shoulder. Energetic hands. Und komm zurück. Dreh die Fersen zur anderen Seite. Die Hand nach oben, finde die Balance. Mach dich stark und gerade wie ein Brett. Und dann nimm das obere Bein hoch.
Vielleicht musst du schneller machen, vielleicht kannst du es noch langsamer machen. Winkle das Bein an. Stell es hinter dir auf den Boden und komm in eine Rückbeuge. Atme und schieb dich aus der Schulter raus. Das vordere Bein ist gestreckt, das hintere angewinkelt. Komm zurück in ein Brett. Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha Svanasana. Und öffne die Füße nochmals hüftbreit. Mach die Schultern richtig breit, lass den Kopf hängen. Streck dich aus. Und dann nimm die Knie zum Boden. And walk the hands back. Child Pose. Genau. Du könntest auch die Arme nach vorne nehmen. Or place the hands in prayer position. Walk the elbows more to the front. Just place the hands behind your head, or even bring them down onto your spine. So hinten auf die Wirbelsäule, auf den Rücken legen oder die Hände einfach in Prayer Position oberhalb des Kopfes lassen. Finde deine Stellung. Genau, nimm noch einen tiefen Atemzug, egal wo du bist, und nimm den Atem wahr. Gut, und dann streck die Arme wieder aus. Mach dich ganz lang. Lauf die Hände zurück. Stell die Füße auf. Setz dich auf die Fersen. Nimm die Hände vor der Brust zusammen, so, dass ich wieder etwa mittig bin. Spann den Bauch an und nimm mal einfach die Knie weg. Upsla, nicht so. Nimm mal die Knie weg vom Boden, ohne dass du dich hinsetzt. Bleib einfach stehen, genau. Und dann öffne die Füße breiter für Malasana. Du kannst dich hier gerne etwas bewegen. Du kannst dich auch tief setzen dann und dann die Ellbogen gegen die Knie schieben, sodass die Wirbelsäule ganz lang ist. So here you want to lengthen your spine. Keep on breathing. Wunderbar. Und du kannst auch gerne nochmal ein bisschen bewegen. And then walk the feet closer together and lower down the knees again. Genau. Setz dich mal auf die Ferse. Und jetzt nimm den linken Arm unter dem rechten durch. Und zieh die Ellbogen etwas nach vorne und nach oben. And now press the underarms against each other. And just feel that opening in your back. So wenn du die Unterarme ein bisschen mehr zusammenpresst, dann spürst du, wie es hinten im Rücken mehr aufgeht. Und jetzt dreh dich mal nach links. Komm zurück in die Mitte, löse auf. Wenn es geht, sitzt du immer noch auf deinen aufgestellten Füßen. Und jetzt wechsle die Seite. Nimm den rechten Arm unter den linken durch. You want to press your forearms together. Just feel the effect in your back. You want to sit back onto your heels and you draw your belly in. And then twist to the other side. Komm zurück in die Mitte. Lass los. Und jetzt werden die Zehen wahrscheinlich zu dir sprechen. Dann stell mal die Hände auf. Schieb die Fersen zurück und zieh die Wirbelsäule in die Länge.
So the feet are together, the knees are open. And either you just stay in that stretch, oder du kommst wieder zu Malasana. You could go back to Malasana. And if you want to go into Bakasana, feel free. So keep the toes together. Come up onto your toes. Place the knees into your armpits. Keep the spine round, look to the front. Shift the weight to the front and lift the feet up. Einfach das Gewicht nach vorne schieben. Und dann gehen die Füße weg. Und wenn beide Füße, wenn das nicht funktioniert, nimm einen nach oben. Und wenn die Hände anfangen zu schmerzen, dann kommst du einfach tief und lässt los. Und wenn du es nochmal machen willst, mach es nochmals. Einfach nach oben, die Knie in die Achselhöhlen nehmen, ganz weit hoch, so weit hoch wie es geht. Und dann das Gewicht nach vorne bringen, nach vorne bringen, nach vorne bringen. Und irgendwann kommen die Füße einfach weg, wenn du das Gewicht weit genug nach vorne verschoben hast. Genau, und dann kommst du wieder auf den Boden. Atmest ein, kommst hoch. Und streck dich mal aus. Verklinke die Hände ineinander. Badangulyasana. Und schieb die Schultern und die Hände mal ganz weit nach oben. Und dann zieh die Schultern tief. Just draw the shoulders down. Bring the feet together. Toes together. Heels slightly out. Release the hands. Und dann verklinke die Hände nochmal ineinander. Wechsle aber die Verschränkung der Hände. Und schieb die Hände und die Schultern nach oben. Streck dich aus. Zieh die Schultern tief. Schieb das Steißbein nach unten, das Schambein nach oben. Just bring your pelvis in an upright position. And as you exhale, fold down. Öffne mal die Beine mattenbreit. Und ziehe den Oberkörper nochmal tief. Beuge beide Knie, nimm die rechte Hand auf den Boden, öffne dich nach links und strecke das linke Bein. Und dann wechsle die Seite. And don't think which side, which leg you need to straighten, which leg you need to bend. It's actually you're gonna feel it. One feels better than the other. Und dann nimm die Hände tief und mach 2 Schritte zurück, so dass du die Knie zum Boden nehmen kannst. Überkreuz die Beine. Komm ins Sitzen. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Wie immer Navasana. Einfach, dass wir das jedes Mal ein bisschen üben. Zieh die Knie zur Brust, Wirbelsäule lang. Then lift the legs up. Either Ardha Navasana or you stretch your legs out if you like. Keep the chest open, spine is long, face relaxed. Atme. Zieh dich noch mehr in die Länge. Und jetzt winkle mal die Beine an, komm etwas zusammen. Und jetzt zieh dich mal in die Länge. Atme ein, atme aus. Oder mit angewinkelten Beinen. Atme ein, atme aus. Atme ein, atme aus. Atme ein. Zieh die Knie zur Stirn. Dann stell die Füße auf den Boden. Mat width apart, also wirklich mattenbreit. Und das Gesäß etwas nach vorne, leg dich auf den Boden. Streck die Arme aus. And then relax the arms. And as you exhale, bring the knees to the right side. Und dann atme ein, nimm die Knie zurück in die Mitte.
Atme aus, nimm die Knie nach links. Inhale back to center. Exhale to the side. Mach das in deinem Tempo. Just do it in your own speed. Genau. Einfach deinem Atem folgen. Wie langsam kannst du atmen? Vielleicht kannst du noch langsamer machen, noch langsamer atmen. Genau, noch etwas langsamer. And the next time that you are on your left side, just stay there. Come into your twist. So, das ist wieder gefunden. Und atme. Und du weißt, für den Twist, du kannst die Beine aufeinander lassen, wenn sich das gut anfühlt. Du kannst die Beine überkreuzen, du kannst die Arme auf der Seite lassen, du kannst einen Arm runternehmen. Und dann komm zurück in die Mitte and just twist to the other side and find your own twist. So wirklich nicht auf mich schauen, schau, welche Seite des Twistes für dich gut ist. Und atme. And breathe. Und dann kommst du zurück in die Mitte und streckst für einen Moment die Beine aus, streck auch die Arme nochmal aus und lass dann einfach los. Und entspann dich tief in deinen eigenen Körper rein. Und entspann dich noch mehr in deinen Körper rein. Just relax into your own body. Genau. So. And the good thing is